For English, Spanish, Japanese, Chinese, Russian subtitles, activate the subtitle button, please. Hallo liebe Reptil-TV-Gemeinde zur Folge 90 von Reptil-TV. Mein Intro-Tierchen heute, eine Boa Constrictor occidentalis, argentinische Boa. Ausgesucht habe ich die heute, weil ich einfach mal wieder sozusagen eine Lanze für die Boas brechen will. Die Boas früher, oder so eine occidentalis, das war früher ein absolutes Highlight. Also wenn man die irgendwo bei einem befreundeten Terrarianer hat sehen können, bewundern können, da ist man wirklich hunderte Kilometer dafür gefahren, um so ein Tier mal irgendwo zu sehen. Heutzutage fast wegen stiefmütterliches Dasein und ist ja eine wunderschöne Schlange. Ne? Also klimatisch, kommt aus Argentinien, verträgt richtig kühle Temperaturen im Winter sogar. Optisch werden ja immer dunkler im Laufe des Wachstums, ne? Also die großen fast schwarz. Also wie gesagt, für mich absolut wunderhübsche Boa. Und deswegen habe ich die heute euch mal mitgebracht zum Zeigen. Das ist aber nicht unser Thema heute. Das Thema heute ist die Beheizung von Terrarien. Ich verbringe jeden Tag wirklich viel Zeit damit, irgendwelche Fragen per E-Mail oder telefonisch zu beantworten. Meist geht es um kranke Tiere, schlecht fressende Tiere. Und die Leute sagen, oh, das Tier ist nicht okay, es frisst schlecht oder es ist krank oder wie auch immer. Das Ganze hat ja einen Grund. Ne? Das liegt nicht an dem Tier, weil es einfach krank ist und sich, was weiß ich, vom Nachbarn Virus eingefangen hat oder sowas, sondern standardmäßig liegt es einfach am Klima im Terrarium. Ne? Meine erste Frage, wie gesagt, egal per Mail oder Telefon ist, wie warm habt ihr es denn im Terrarium? Die Standardantwort ist immer, das passt alles. Wenn alles passen würde, wäre das Tier höchstwahrscheinlich nicht krank, beziehungsweise würde gut fressen. Dann frage ich als nächstes, ja, erzähl mal, wie groß ist das Terrarium, welche Heizung hast du drin, wie viel Watt hast du drin. Oft ist die Antwort, dass es viel zu wenig ist. Ne? Dann sagen die Leute, oh, ich habe eine 30 Watt Heizmatte drin im Meter Terrarium. Das reicht halt nicht aus, 30 Watt, um ein Meter Terrarium warm zu kriegen. Dann weiß ich für mich schon, wo der Fehler liegt, beziehungsweise probiere es demjenigen dann zu erklären per Telefon oder E-Mail. Um euch das ein bisschen zu verdeutlichen, oder so meine Standardbeispiel, um es zu verdeutlichen, ist, wir wollen im Terrarium am Tag ca. 30 Grad. Ne? Die meisten Terrarientiere wollen am Tag runde 30 Grad. Gehen wir nachher noch genauer drauf ein. Die Wohnung, eine normale deutsche Wohnung hat ca. 21 Grad, 22 Grad. Eine wirklich warme Wohnung hat 23 Grad. Also 23 Grad ist schon so, dass man eigentlich den ganzen Tag mit T-Shirt und Unterhose rumrennt, damit es einem angenehm ist. Also wie gesagt, es schwankt zwischen 21 und 23. Wie gesagt, in dem Terrarium soll es 8, 9 Grad mehr haben. Überlegt euch mal, ihr habt ein Wohnhaus. Fenster rechts und links habt ihr vergittert mit Fliegengitter, damit die Fliegen nicht reinkommen, aber die Fenster sind offen, ne? Wie bei uns im Terrarium die Lüftungsgitter, die sind über die ganzen Längen offen. Draußen hat es 12, 13 Grad, ihr wollt in eurer Wohnung 21 Grad oder 22. Also müsst ihr wahnsinnig viel in der Wohnung heizen, um diese 8, 9 Grad mehr zu bekommen. Ne? Das kann man sich ja wirklich vorstellen. Wenn es da zu den Fenstern kalt reinzieht, muss ich umso mehr da drin heizen, damit ich es warm habe. Und den gleichen Fall habe ich im Terrarium. Im Terrarium will ich 30 Grad, ich habe in der Wohnung 21, also die 9 Grad muss ich hochheizen, obwohl ich riesige Lüftungen habe, die permanent diese 21 Grad warme Zimmertemperatur mit ins Terrarium reinziehen lassen. Und das ist in Anführungsstrichen das Problem an der Sache, beziehungsweise das muss ich wissen und entsprechend viel Energie muss ich einfach in das Terrarium reinbringen. Und das ist unser Thema heute. Die Art, wie wir das Terrarium beheizen, würde ich mal sagen, hat sich die letzten 20 Jahre oder noch länger in der Terroristik fast nicht geändert. Also wo ich angefangen habe, sah das fast schon so aus wie heute, vielleicht eine ganz so schöne Verpackungen, aber die Produkte waren fast dieselben. Ne? Wir haben zum einen die Heizmatten, wir haben Heizkabel, dann der gute alte Elstein Keramikstrahler, ein Klassiker seit jeher.
Dann halt die verschiedenen Lampen, ne, die normalen Basking-Spots, dann die Lampen mit UV-Anteil für UV-liebende bzw. benötigende Echsen und Schildkröten braucht man natürlich UV-Licht, wobei die Strahler eben auch die Wärme abgeben. Einigermaßen neu in letzter Zeit sind diese Heat Panels. Das ist so der neue Versuch, da was Neues zu bringen. Bin ich mal beim Test nachher gespannt, wie die abschneiden werden. Aber das sind so die Klassiker, die wir verwenden können, um unser Terrarium warm zu bekommen. Wir haben es gerade im Intro schon gesagt, das ist gar nicht so einfach, beziehungsweise da muss ich ganz ordentlich was an Energie reinpumpen. Vorab noch als Anmerkung, erstmal ist ganz wichtig, wo stelle ich mein Terrarium hin? Es macht nicht Sinn, oder ich hatte letztens einen Kunde, der hat mich gefragt, mein Keller ist 10 Grad, kann ich da ein Terrarium reinstellen? Musste ich dann sogar fast verneinen, weil wie will ich im 10 Grad kalten Keller 30 Grad im Terrarium haben und wie ich es gerade erzählt habe, hier die Lüftungen, ne, die offenen Fenster, kriege ich fast nicht hin, das 20 Grad zu erhöhen, die Temperatur da drin. Ne? Also überlegt euch den Platz fürs Terrarium. Am allertollsten ist ein beheizter Raum, der schon 25, 26 Grad hat. Die Möglichkeit haben viele vielleicht nicht. Dann aber im Raum zumindest in eine möglichst warme Ecke, das heißt in die Nähe von der Heizung, an eine Stelle, wo es nicht gerade zieht, nicht direkt ans eiskalte Fenster hin, wo im Winter vielleicht draußen hat es 10 Grad minus, das Fenster hat 0 Grad und das Terrarium steht vor einem 0 Grad kalten Fenster. Also von dem her Gedanken machen, wo ich das Terrarium hinstelle, damit ich schon mal die ersten 1, 2, 3, 4 Grad Temperatur durch den Standort wähle. Ich habe jetzt hier mal die klassischen Klimazonen auf den Händen sozusagen. Fangen wir an, solche hitzeliebenden Echsen, die wollen es am Tag mordsmäßig heiß, wollen natürlich UV-Licht und nachts kann ich alles ausschalten. Ne? Also das ist die eine Sorte, tags heiß, nachts wurscht egal, würde ich bald mal sagen. Und das Ganze natürlich in Verbindung mit Licht bzw. UV-Licht. Dann habe ich hier den Königspython in der Mitte. Das ist so der Vertreter der tropischen Riege. Tagsüber auch sehr warm, 30, 31 Grad. Nachts muss ich den auch beheizen. Ne? Der will auch nachts seine 25, 26 Grad. Also muss ich Tag und Nacht irgendwie die Heizung anhaben, was den Aufwand in der Nacht vielleicht gleich ein bisschen höher macht. Und hier ganz links diese Cornatter Cream Cycle ist, glaube ich. Die will es am Tag relativ warm, nicht ganz so warm wie die Bardagame hier, aber die will am Tag ihre 28 Grad, so 27, 28 oder vielleicht auch 30 Grad. Und nachts kann ich hier auch alles ausschalten. Ne? Also am Tag nicht ganz so warm wie der Königspython, gleich ein bisschen 1, 2 Grad weniger. Und nachts mache ich alles aus, Raumtemperatur reicht da locker aus. Das sind mal ganz grob gesagt so wenn die 3 Unterscheidungen, vor allem im Klima, aber ein bisschen auch im Licht, ne, mit der Beleuchtung. Also den 2 hier ist die Beleuchtung völlig wurscht. Die Bardagame, da müsste ich jetzt so eine Schildkröte, aber die konnte ich mir so schlecht um den Arm hängen. Die Schildkröte gehört klimamäßig auch so in die Richtung von der Bardagame. Tagsüber schön heiß, nachts alles aus und das Ganze mit UV-Licht und schön hell. Ganz wichtiger Punkt vorneweg, Temperaturangaben. Wenn wir jetzt sagen, hier 30, 31 Grad soll es da drin haben. Im Prinzip sprechen wir immer von den Schattenstellen. Ne? Also es ist wie in der Natur draußen, beziehungsweise schaut euch meine Folgen an in Afrika oder so, da bin ich immer am Temperaturmessen und sage, guck mal, hier am Loch hat es 30 Grad und so weiter. Das sind alles Temperatur gemessen im Schatten. Ne? Wenn ich mich in die prallen Sonne stelle in Afrika und messe, da hat es 40, 50 Grad in der prallen Sonne. Das sehen wir selbst hier in Deutschland. Wenn ich in die Sonne stehe, haben wir wahrscheinlich auch schon 40 Grad. Also es bezieht sich immer auf den Schatten. Ja? Temperaturangabe für eine Schlange 26, 28, 30 Grad oder auch für eine Echse, eine Schildkröte, meint man an sich immer im Schatten. Unter dem Strahler, den wir da drin haben oder unter der Heizquelle, egal welche Art von Heizquelle, ist es zwangsläufig wärmer. Ich kann ja nicht, oder ich schaffe es einfach nicht in dem Terrarium gleichmäßig 30 Grad zu kriegen. Und das Heizelement hat auch 30 Grad. Ne? Kann ja nicht gehen, hier hat es 30 und da drüben Richtung kühl hat es auch 30. Also habe ich immer so eine Art oder Platz, der in der Sonne ist, der deutlich wärmer ist. Der kann bis 40 oder über 40 Grad drüber gehen. Wie gesagt, von dem ist eigentlich weniger die Rede, sondern vom Schattenplatz irgendwo in der Ecke.
Wir haben diverse Versuche für euch vorbereitet und aufgebaut. Hier der erste Versuch, den haben wir vor gut einer Stunde haben wir die Terrarien eingerichtet und eingesteckt. Das sind so kleine 40er Terrarien. Da haben wir jeweils eine 20 Watt Heizfolie drin, ne? Diese Folienheizmatten, einmal hier an der Rückwand und im anderen Terrarium haben wir sie unten drunter, die Heizmatte. Ich würde sagen, das mit unten drunter, das war früher so der Klassiker. So haben wir früher unsere Terrarien beheizt, unten rein eine Heizmatte, oben vielleicht noch eine Lampe. Das war wirklich der Klassiker. Der Nachteil, das schon mal vorweg ist, dass ja dieses Streu oben drauf liegt auf der Heizmatte und dieses Streu isoliert wahnsinnig. Also kann die Wärme ja gar nicht richtig von der Matte ins Terrarium. Hier einiges praktischer, natürlich nicht so die schöne Lösung, aber einiges praktischer, weil die Wärme ins Terrarium rein kann. Und eben das erste verblüffende Ergebnis, wenn wir die Thermometer anschauen, also hier haben wir schon 29 Grad. Und hier haben wir noch 26,8 Grad. Das ist sicherlich nicht die Endtemperatur für diese Terrarien, wenn wir das jetzt noch 1-2 Tage durchlaufen lassen. Das ist ja wirklich ein wichtiger Punkt. Ihr müsst wirklich 2 Tage die Sache am Stück laufen lassen, um die Endtemperatur zu beurteilen. Das wird hier sicherlich noch hochgehen. Aber es zeigt uns schon mal, dass wir hier deutlich kühler sind und hier schon mal deutlich wärmer, weil die Wärme ins Terrarium rein kann und hier nicht so rein kann. Was jetzt noch spannender wird, ich mache mal das Terrarium auf, mache mal das Streuweng auf die Seite und messe mal, welche Temperatur die Heizmatte jetzt unter diesem stark isolierenden Streu hat. Was auch noch dazu kommt, ihr seht es, wir haben hier so eine Alumatte unten drunter, ne, so eine Isoliermatte. Das ist eigentlich auch, machen auch viele unter das Terrarium irgendwas Isolierendes, weil wir wollen ja auch nicht, dass die Wärme unten weggeht. Somit haben wir diese Heizmatte zwischen 2 stark isolierenden Schichten eingebaut. Jetzt mache ich es hier mal ein wenig so auf die Seite. Also wenn ich jetzt die Heizmatte da unten messe, dann sind wir bei fast 40 Grad schon, was die Matte hat, ne? Also wir haben im Terrarium 26 Grad, die Oberfläche der Matte hat 40 Grad. Das Ganze wird noch viel, viel schlimmer, wenn ich das jetzt wirklich 2 Tage laufen lasse. Und diese 20 Watt Energie, ne, die Steckdose, die schiebt ja die Energie immer rein, die 20 Grad. Und die Energie kann nicht richtig ins Terrarium, wie sie soll. Das heißt, es wird immer heißer auf der Matte. Und letztendlich kann es sogar so weit führen, dass mir die Glasscheibe von diesem Terrarium reißt oder platzt durch diese Hitze, beziehungsweise noch extremerer Fall, dass womöglich gar anfängt zu brennen, weil, wie gesagt, die Hitze zwischen den isolierenden Schichten nicht entweichen kann. Jetzt tun wir gerade mal hier noch spaßeshalber die Heizmattentemperatur messen. Die Heizmatte hat jetzt 35,8 Grad, ne? Also die gibt ihre Wärme ins Terrarium ab und hat dann keine hohe Oberflächentemperatur. Und diese 35,8, die werden auch so bleiben. Da kann ich morgen messen, da kann ich übermorgen messen. Durch das, dass die Wärme entweichen kann, wird es bei den rund 36 Grad bleiben. Und wie gesagt, nochmal ausdrücklich, diese Matte unter dem Streu, die wird immer heißer werden, immer heißer werden. Und wir haben das Risiko, dass es damit zu brennen anfängt. Also als Quintessenz aus diesem ersten Versuch, diese Methode Matte unter Streu ist wirklich ein ganz heikles Ding, recht unpraktisch, physikalisch unpraktisch, weil sie nicht entweichen kann, aber auch vom wie gesagt, Risiko insgesamt recht groß, weil es überhitzen kann. Diese Methode ist in dem Fall die bessere Methode, sie heizt besser, sie ist ohne Risiko, wenn, dann muss ich so machen. Als letzte Alternative, wenn ich wirklich die Matte unten hin machen will, das kann ich in einem Quarantäne-Terrarium, kann ich das so machen, wenn ich einfach eine Zeitung zum Beispiel oben drauf lege, ne, was ja in Quarantäne öfters gemacht wird, dass man einfach nur eine Zeitung drauflegt. Die Zeitung isoliert nicht, dann kann die Wärme ins Terrarium entweichen. Aber alles Streu, Holzstreu, was immer ich verwende, isoliert und so geht es nicht. Um das noch besser zu verdeutlichen, messen wir mal, wie viel Grad wir unterm Terrarium haben, ne, zwischen Heizmatte und Unterlage. Messen wir mal hier. Und was haben wir hier? 47,6 Grad. Ne? Also da gehen wir jetzt schon an die 50 Grad hin,
was wir hier unterm Terrarium messen, von unten die Scheibe. Ne? Und es wird noch mehr und da können wir uns vorstellen, das wird riskant. Das Ganze wird jetzt hier ein bisschen größer. Unser nächster Versuchaufbau, 2 Terrarien mit jeweils 1 Meter mal 50 mal 60. Die haben wir jetzt beheizt mit einem L-Stein 60 Watt bzw. einer Heizmatte 60 Watt, die wir hier an die Rückwand gebracht haben. Das verblüffende bzw. nicht verblüffende Ergebnis, wir haben beides mal die gleiche Temperatur, knappe 28 Grad. Die Lampen laufen jetzt aus seit einer guten Stunde. Da hat sich mittlerweile alles auf knapp 28 aufgeheizt. Was wir damit zeigen wollen, dass es eigentlich fast egal ist, ob ich 60 Watt in Form eines Strahlers reinstecke oder in Form einer Matte. Wir erreichen das gleiche Ergebnis, nämlich die 28 Grad in dem Fall. Noch kurz zur Wattstärke. Wir sind jetzt hier im Studio, haben wir fast 24 oder runde 24 Grad. Wir haben hier diverse Lampen, dann haben wir ja unsere Terrarien, unser Geschäft hier rundherum, wo es relativ warm ist. Also wir sind hier bei 24 Grad, deutlich wärmer wie in einer normalen Wohnung. Da würden die 60 Watt vermutlich knapp reichen. Ich könnte mir vorstellen, wenn es noch eine Weile läuft, dann kommen wir auf knappe 30 Grad. In der Wohnung, die wie gesagt 21, 22 Grad hat, denke ich, werden 60 Watt nicht ganz reichen, da werden wir ungefähr 100 Watt reinstecken müssen. Ne? Also ein Terrarium mit 100 cm, 50 mal 60, circa 100 Watt an Energie. Und relativ wurscht, ob wir es jetzt mit einem L-Stein oder mit einer Matte machen oder kombiniert, wenn wir jetzt zum Beispiel hier den 60 Watt L-Stein drin haben und hier noch eine Neonröhre reinmachen mit 36 Watt, dann kommen wir auch wieder auf die 100. Ist relativ egal, wie wir die Wattzahl kombinieren, um die Energie oder um die Wärme zu erreichen, die wir da drin haben wollen. Noch kurz zu den Fühlern, die haben wir wie vorher gesagt, die haben wir einfach mittig im Terrarium angebracht. Also wir wollen ja nicht unsere Zieltemperatur direkt unterm Strahler oder direkt an der Matte, sondern wir wollen in der Luft im Terrarium diese 30 Grad, in dem Fall Königspython haben wir jetzt als Beispiel reingelegt, wollen wir 30 Grad oder 31 erreichen und entsprechend dann die Wattzahl reinstecken. Was wir jetzt hier im Lauf des Filmens beobachten, dass dieses Terrarium mit der Heizmatte doch 0,1, 0,2 Grad in Führung geht, temperaturtechnisch. Wir haben es gerade miteinander diskutiert, wir erklären es uns damit. Die Heizmatte ist ja relativ unten angebracht, also die Wärme geht durchs Terrarium, was natürlich optimal ist. Der L-Steinstrahler ist oben angebracht, wenn man hier drauf fasst. Da geht natürlich viel Energie nach oben direkt weg, die dann nicht im Terrarium ist. Deswegen hinkt der temperaturtechnisch etwas nach. Was man verbessern kann, da kommen wir nachher dazu, ist, dass wir es irgendwie isolieren, dass die Wärme nicht direkt oben rausgeht, sondern wirklich im Terrarium drin bleibt. An dem Phänomen muss man noch ein wenig arbeiten, aber prinzipiell ist natürlich praktisch, wenn ich die Energie möglichst tief habe und die durchs Terrarium durchgeht. Es gibt bei der ganzen Beheizungssache auch gravierende Fehler, die man wirklich ganz wichtig unbedingt vermeiden muss, weil es um die Gesundheit oder das Leben des Tieres geht. Bei dem Festmachen von den Heizmatten zum Beispiel, wenn das womöglich mit Klebeband irgendwie festgemacht ist oder fixiert ist an der Rückseite, muss man natürlich aufpassen. Es darf sich auf keinen Fall irgendwie lösen. Die Schlange kriecht drüber, klebt fest und überhitzt womöglich oder kann da nicht mehr weg. Ganz gefährlicher Punkt. Mit diesen Heat Panels ist auch sehr gefährlich, weil man ja die mit dem Abstand ein bisschen anbringt. Der Abstand muss entweder wirklich so klein sein, dass die Schlange auf keinen Fall reinpasst, oder ich muss es irgendwie oder so groß, dass sie ganz locker drüber wegriechen kann. Aber ich darf nicht da wie so eine Art Reuseneffekt bilden, dass die Schlange sich reindrückt, vielleicht reinkommt, aber nicht mehr rauskommt, ne? Weil dann würde sie wirklich gnadenlos überhitzen auf dem Panel und verenden. Ähnlicher Punkt bei den Schutzkörben. Ne? Um diese Wärmestrahler muss natürlich immer ein Schutzkorb drumherum, ganz wichtig, dass die Schlange sich nicht, also speziell jetzt bei den Schlangen, nicht verbrennen kann am Wärmestrahler. Der Schutzkorb muss aber auch so gemacht sein, dass sie sich nirgends nicht doch in eine kleine Ritze reinkriechen kann, womöglich nicht mehr rauskommt. Oder die Gitter so grobmaschig sind, junge Kornatter als Beispiel, die Kornatter drückt sich durch die Maschen durch, ist im Schutzkorb drin und ist dieser Hitze gnadenlos ausgeliefert. Also da ganz, ganz wichtig, dass er jegliche Fehler in der Richtung vermeidet.
Mittlerweile sind ja die Racks auch recht gängig gebräuchlich. Da ist es auf jeden Fall eine Anmerkung wert. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt. Habt ihr einen Wohnraum 21, 22 Grad und habt ein Rack hat in der Regel ja keinerlei Isolierung. Ne? Da sind einfach diese Wannen, Lüftungslöcher seitlich oben, wo immer die ganze Wärme entschwindet in den großen Raum. Wirklich fast nicht zu bewerkstelligen, beziehungsweise wenn ihr das machen wollt, dann muss irgendwas um dieses Rack drumherum. Entweder müsst ihr einen großen Schrank drumherum bauen, beziehungsweise wir sind gerade am entwickeln, irgendwelche sowas wie ein Stoffüberzug zu machen über das Rack, ne, wo man drüber stülpen kann, vorne vielleicht durchsichtige Folie oder irgendwas, dass man reinschauen kann. Aber irgendwas, was einfach die Wärme um das Rack drumherum, was halt so ein Wärmepolster um das Rack drumherum schafft, damit nicht die ganze Temperatur, die ich reinstecke, sofort wieder in den Raum geht. Noch zwei technische Details, die Fehler bergen können. Zum einen das Thermometer. Die können natürlich auch falsch gehen, die können irgendwann mal kaputt gehen. Meistens sind es relativ günstige Produkte für ein paar Euro, die, wie gesagt, auch mal eine Fehlfunktion haben können oder ihr Lebensende erreichen. Nicht blind drauf verlassen und sagen, oh, das Thermometer zeigt 25, ist was faul, oder das Thermometer zeigt 35 Uhr, plötzlich ist es zu heiß. Wie gesagt, das Teil kann kaputt sein. Überprüft es mit einem anderen Thermometer. Ne? So Fieberthermometer sind zum Beispiel als ganz genau, wenn ihr das vergleichen könnt. Oder wie gesagt, oder diese Infrarotthermometer, die ich vorher benutzt habe, sind sehr genau, kosten etwas mehr. Dann überprüfen, stimmt denn wirklich, was mir mein Thermometer anzeigt, wenn ihr irgendwelche Zweifel dran habt. Zweite technische Ding, wir arbeiten hier doch mit relativ hohen Wattzahlen, haben wir vorgesehen. Ne? 60, 80, 100 Watt, womöglich Elstein gibt es bis 250 Watt. Ich brauche unbedingt spezielle hitzebeständige Kabel, ne? Sogenannte Silikonkabel oder hitzebeständige Kabel, die wirklich diese hohen Wattzahlen und vor allem auch diese hohen Temperaturen im Terrarium, ne, die dann an der Fassung sind, aushalten. Also nicht irgendein handelsübliches Kabel nehmen oder so ein Installationskabel nehmen. Diese Litzen schmilzen oder werden mit der Zeit porös, blättern ab und die Kabel haben Kontakt zueinander, ne? Bei einem nicht geeigneten Kabel. Deswegen wirklich darauf achten, dass ihr ein hitzebeständiges Kabel verwendet, sonst ist die Kurzschluss- und Brandgefahr recht hoch. Unser nächster Versuch hier, der UV-Strahler, ne? So ein Arcadia UV-Spot mit 100 Watt versus den Elstein Wärmestrahler. Das Ergebnis, was wir ablesen können, ist das, was wir schon fast geahnt haben. Beide 100 Watt, beide letztendlich rund die gleiche Temperatur. Der hier gibt zu der Wärme noch Licht ab. Also theoretisch dürfte der ein klein bisschen weniger warm machen, weil ja ein Teil der Energie in Licht drauf geht. Aber es ist erfahrungsgemäß oder nach dem, was wir jetzt auch messen, ist einfach der Unterschied zu gering, als dass das, was hier an Energie in Licht verwendet wird, zu Lasten der Temperatur geht. Ne? Also beides mal 100 Watt, beides mal haben wir rund die 30 Grad drin. Im Schlangenterrarium, wie gesagt, wollen wir insgesamt eine Raumtemperatur von 30 Grad haben. Jetzt bei so einem wüstenbewohnenden Tier, wie jetzt hier diese Dornschwanzagame, die wir jetzt hier ein wenig drauf gesessen haben, da wollen wir zum einen, wir wollen diese Helligkeit von dieser Lampe, wir wollen das UV-Licht von der Lampe und wir wollen die Wärme von dieser Lampe. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr so ein Terrarium wie hier habt, wenn jetzt zum Beispiel in dem Fall die 100 Watt vielleicht nicht immer ganz reichen für diese Terrariengröße, hier vielleicht noch einen zweiten Spot anzubringen. Ebenfalls einer, der Licht abgibt, weil, wie gesagt, das Sonnenlicht ist ja so abartig hell. Und das ist das, was die sonnenanbetenden Tiere, ne, diese diversen Wüstenagamen oder Wüstenleguane oder auch Schildkröten, die wollen diese Helligkeit, die wollen diese Sonne, die wollen dieses Licht. Also tue ich hier nicht noch zusätzlich mit einer Heizmatte heizen, sondern wenn die Temperatur mir mit diesem großen Strahler nicht ausreicht, entweder nehme ich einen noch größeren Strahler, wenn die Terrariengröße das zulässt, oder wenn das Terrarium zu groß ist, mache ich einen zweiten Spot rein, der ebenfalls Licht und Wärme und am besten auch UV abgibt. Ne? Also für sonnenanbetende Tiere alles vollpflastern mit lichtabgebenden, idealfalls UV-abgebenden Strahlern,
Da erreiche ich alles, was ich will, Wärme, Licht und UV-Strahlung, und dem Tier geht es optimal. Und bei der Schlange, wie gesagt, lediglich das ganze Ding auf runde 30 Grad aufheizen. Es ist natürlich jedem klar, dass umso schlechter ich was isoliert habe, umso mehr Energie muss ich reinstecken. Deswegen mit Isolierung vom Terrarium kann man viel erreichen, beziehungsweise wir verwenden jetzt ja die ganze Zeit Glasterrarien, die natürlich mit dem einfachen Glas den schlechtesten Dämmwert haben. Ein Holzterrarium isoliert schon wieder gleich ein wenig besser. Beziehungsweise bei diesem Versuchsaufbau jetzt haben wir das Glasterrarium an zwei Seiten isoliert. Rückwand, Seitenwand haben wir diesen Presskork hingemacht. Und das Ganze haben wir vor dreiviertel Stunde, schätze ich mal, eingeschalten. Und wir sehen, wir sind bei der isolierten Variante, selbst nur zwei Seiten isoliert, sind wir schon fast 1 Grad wärmer wie bei der unisolierten Variante. Also ich würde euch empfehlen, wenn ihr Glasterrarien verwendet oder selbst auch Holzterrarien, mindestens die Rückwand zu isolieren. Gut ist eine Seitenwand. Ihr könnt natürlich beide Seiten isolieren. Das drückt optisch die ganze Geschichte gleich weg, aber wie gesagt, ihr spart Energie bzw. ihr kriegt ein besseres Klima rein. Was isoliertechnisch am allerbesten natürlich wirkt, wenn wir obendrauf isolieren, ne, die Lüftungs- oder die gewollte Lüftung natürlich nicht zumachen, aber man kann davor und dahinter. Da hat es wieder den optischen Aspekt, wenn wir das von oben isolieren, das wirkt natürlich dann weniger schön als Terrarium. Das ist natürlich immer ein Abwägen, was will ich. Ne? Soll es ganz toll aussehen und ich stecke lieber ein wenig mehr Energie rein, oder tue ich es völlig einpacken in Styropor, dann sieht es nicht so schön aus, aber ich spare natürlich einiges an Energie. Aber das Isolieren ist definitiv ein wichtiger Punkt. Jetzt haben wir den Aufbau klassischer Elsteinstrahler versus das neue moderne Heatpanel, was gerade, sage ich mal, relativ in aller Munde ist. Das Heatpanel ist letztendlich eine Heizmatte, die in so einem Kasten verbaut ist. Den Vorteil haben soll, dass es die Wärme besser nach unten abstrahlt. Also oben ist wahrscheinlich so eine Isolierschicht drin und das Heizelement befindet sich auf der Unterseite. Ne? Man muss es also immer auch in eine Richtung aufbauen, so wie wir es jetzt gemacht haben. Wenn wir die Temperaturen anschauen, wir sind tatsächlich mit dem Heatpanel deutlich wärmer. Der Elsteinstrahler ist ein bisschen kühler. Was wir auch noch vollständigkeitshalber dazu sagen müssen, der Elsteinstrahler hat 100 Watt, das Heatpanel hat 90, also er hat auch ein bisschen mehr Energie, bringt es nicht auf die gleiche Wärme. Der Grund ist auch schnell gefunden. Wenn ich hier drauf lang, verbrenne ich mir fast die Finger. Also ich kann jetzt nicht länger drauf bleiben, verbrenne mir die Finger. Hier drauf ist das Ding ist eigentlich ja, minimal wärmer wie vielleicht nebendran. Also das Heatpanel scheint tatsächlich die Wärme viel besser nach unten abzustrahlen, wie der Elsteinstrahler, der nach oben unheimlich warm macht. Ja. Also definitiv 1:0 fürs Heatpanel. Preislich liegen wir da natürlich teurer, aber es ist sicherlich eine Überlegung, ob ich mein Terrarium nicht doch lieber mit dem Heatpanel von oben beheiz gegen den Elstein in dem Fall. Noch ein ganz wichtiges Thema, wenn wir es hier die ganze Zeit von der Hitze und von der Temperatur haben. Wir stecken hier relativ viel Energie in ein Terrarium, in dem Fall hier jetzt runde 100 Watt, und heizen die Luft um fast 10 Grad auf. Dass dies immer zu Lasten der Luftfeuchtigkeit geht, ist logisch. Ne? Ich verliere Feuchtigkeit, wenn ich die Hitze hochfahre oder die Temperatur hochfahre, geht die Luftfeuchtigkeit zwangsläufig runter. Das Wasser verdampft und verschwindet. Alles, was mir an Wasser verloren geht, muss ich natürlich wieder in das Terrarium reinbringen. Mit Moos, mit Wasserschalen, mit Beregnungsanlage oder mit klassischem Sprühen oder so. Also immer wenn ich im Terrarium heize, umso mehr ich heize, umso mehr Wasser muss ich natürlich zuführen, damit ich ein gutes Klima habe, ein tropisches Klima. Und tropisches Klima heißt natürlich hohe Luftfeuchtigkeit. Deswegen muss ich viel Wasser zurückgeben in das Terrarium. Nach meiner Meinung und meiner Erfahrung, mit was ich heiz, macht keinen Unterschied. Oder das ist auch reine Physik. Ich erhöhe die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit sinkt. Egal mit was ich die erhöhe. Ob ich das mit einem Elsteinstrahler mache, mit einem Heatpanel, mit einer Lampe, mit was weiß ich was, Heizkabel, Heizmatte, bringe ich Temperatur rein, Luftfeuchtigkeit geht runter. Alles, was mir an Feuchtigkeit verloren geht, muss ich wieder ins Terrarium über Moos, über Wasser, über Sprühen, über irgendwas reinbringen. Das war unsere Technikfolge für heute.
Mit den Versuchen wollten wir es wirklich veranschaulichen, zeigen, beweisen, was man oder was ich immer per E-Mail schreibe, was ich am Telefon erzähle. So konnte man mal anhand eines Thermometers und anhand von Wattzahlen sehen, dass man natürlich doch einiges an Energie reinstecken muss, um die optimalen Temperaturen für unsere Reptilien zu erhalten. Noch was in eigener Sache hier. Ihr kennt alle diese Schutzkörbe bestimmt, ne, die man um so Wärmestrahler oder was weiß ich drumherum macht. Ich habe in meinem Kopf eine tolle Idee, glaube ich, wie man das noch deutlich verbessern könnte. Ich suche eine Firma, die solche Kabelkonfektionierungen macht, ne? Also so Kabel anschließen, abschließen. Ich will da ein bisschen was verändern. Wie gesagt, habe da eine gute Idee in meinem Kopf und brauche eine Firma in Deutschland, also vorzugsweise in Deutschland, die solche Kabelkonfektionierungen macht. Also wenn ihr da was wisst oder wenn ihr euch angesprochen fühlt, meldet euch bitte per E-Mail. Vielleicht können wir da zusammen eine tolle neue Terrarianer-Technik entwickeln. Dann sind wir durch für heute. Bleibt mir treu, checkt meine Balls und checkt die Technik. Die Heizung, die Technik beleuchtet. Ey Mann, wir machen jetzt Versuche. Das rechte Terrarium mit der Matte. Das linke. Und dann passt das Klima da drin. Der findige Zuschauer sieht, dass die Schlange nicht im Terrarium kriecht. Ja, ich hab's vorher auch schon gedacht. Ach, steht da hinten raus. Ey, witzig. Ich denke, man konnte wirklich viel daraus lernen, viel dem entnehmen. Also Stella steht da draußen und fragt mich, wie lange es noch geht. Das war jetzt ganz gut, oder?